Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal von der Böker Messermanufaktur hier in Solingen. Mein Name ist Thomas, ich bin Prokurist und leite das Marketing und ich zeige euch heute, wie aus diesem Rohmaterial solch schöne Messer werden. Wir hier in Solingen sind weltweit bekannt für die Produktion von hochwertigen Messern und Schneidwerkzeugen und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit dem 13. Jahrhundert. Was macht Solingen so besonders? Warum ist Solingen bekannt für die Produktion von hochwertigen Messern? In Solingen gab es einfach drei Besonderheiten oder Vorkommnisse, die erforderlich waren für die Produktion von Messern. Das ist zum einen die Wasserkraft, das ist bei uns sind es die bergischen Flüsse und Bäche, zum Beispiel die Wupper, die erforderlich sind, um Schleifräder zu betreiben, mit denen anschließend die Messerklingen geschliffen werden konnten. Das ist zum anderen das Eisenerzvorkommen, aus dem in dem Fall wirklich das Klingenmaterial, der Stahl, das Eisen gewonnen werden konnte. Und es ist zum dritten einfach Holz, was als Brennstoff, Brennmaterial benötigt wird, damit die Eisenerzgewinnung vonstatten ging, damit auch letztendlich der Stahl geschmiedet werden konnte. Böker wurde hier am Standort schon 1869 gegründet, also vor über 150 Jahren. Und ich möchte euch nicht lange mit unserer doch sehr langen und bewegten Unternehmensgeschichte langweilen, sondern ich zeige euch jetzt mal, wie es bei uns aussieht hinter den Kulissen, wie wir Messer fertigen. So, und ich zeige euch jetzt mal, wie das Rohmaterial bei uns angeliefert wird. Wir bekommen die verschiedenen Stähle und Legierungen als Plattenmaterial angeliefert. Die seht ihr hier und ihr seht schon direkt, das sind keine 100 Tonnen Material, die wir hier bevorraten, sondern wir sind eine Manufaktur und dementsprechend sind das gar nicht so große Bestände, die wir hier vorhalten müssen. Ja, wie geht's weiter? Aus den Stählen wird mit Hilfe vom Laserstrahlschnitt anschließend die Kontur der Klingen gewonnen. Und nicht nur der Klingen, sondern nach dem gleichen Verfahren erfolgt auch die Gewinnung zum Beispiel der Platinen, der Erle, also übriger Bauteile eines Taschenmessers zum Beispiel. Hier sind wir angekommen in der CNC-Fertigung und auch wenn wir eine Manufaktur mit wirklich sehr langer Historie sind, so haben wir auch ganz moderne Fertigungstechnologien. Hier fräsen wir gerade von den Klingen, die wir per Laserstrahlschnitt gewonnen haben, nochmal die gesamte Außenkontur, damit wir wirklich eine sehr hohe Passgenauigkeit sicherstellen können. Wir sehen es hier an ein paar Klingen, also wir fahren mit dem Fräser wirklich einmal komplett rum und fräsen auch nochmal die Innenkontur. In dem Fall sind das unsere Daily Knives AK1 American Tanto Modelle. Und wir schauen jetzt mal in der Schleiferei vorbei, wo wir dem Rohling den Grundschliff verpassen. Wie ihr vielleicht schon hören könnt, ist es einfach extrem laut. Deswegen zeigen wir euch ein paar Impressionen. Ganz allgemein, was passiert dort? Im ersten Schritt wird das Rohmaterial, also die Klingen, die per Laserstrahlschnitt ausgeschnitten sind und jetzt eine gefräste Außenkontur aufweisen, werden auf eine gewisse Schichtdicke runtergeschliffen, damit wirklich alle Materialien genau die gleiche Stärke aufweisen. Und dann passiert auf einer zweiten Maschine der konische Klingenschliff, das heißt der eigentliche Klingenschliff wird angebracht mit großen Schleifsteinen und davon zeigen wir euch jetzt ein paar Impressionen. Anders als viele andere Produzenten verarbeiten wir wirklich wenig synthetische Materialien, sondern extrem viel Naturmaterialien. Ihr seht hier bei uns in der Schalenabteilung unser Holzlager. Wir haben eine riesenbreite Palette von verschiedenen Hölzern. Die können als Kantel schon angeliefert werden, als Bohle oder auch als Balken. Darüber hinaus verarbeiten wir zum Beispiel Naturmaterialien wie Hirschhorn, auch ein extrem aufwendiges Material, weil hier wirklich jedes Teil ein Unikat ist. Die Teile sind häufig verdreht, unterschiedlich stark hoch verzogen und auch hier steckt dann unheimlich viel Arbeit drin, um die auf einem Messergriff unterzubringen. Und wir gehen jetzt mal in die Schalenabteilung und schauen uns an, wie aus den Rohmaterialien dann Messergriffe entstehen. So, hier sind wir in der Schalenabteilung und wie ihr sehen könnt, wir haben eine Tischkreissäge, denn die ist auch erforderlich, damit wir wirklich diese großen Balken, das große Ausgangsmaterial dann zerteilen können und zu kleinen Kanteln weiterverarbeiten können. Damit wir diese Kanteln anschließend zu Griffen und tatsächlich auch zu kleinen Platinen verarbeiten können, seht ihr hier mal eine ganz alte Tischfräse, mit der wir die Kontur früher gewonnen haben. Ihr könnt euch vorstellen, im Messerbereich, das sind keine Standardmaschinen, das ist alles Sondermaschinenbau, die wir auch bei uns selber im Haus gebaut haben. Viele Maschinen und die auch immer noch im Einsatz sind. Aber selbstverständlich haben wir auch zum Fräsen der Konturen mittlerweile CNC-Maschinen und die schauen wir uns jetzt mal an.
So, hier sind wir in der Reiterei. Das heißt, hier erfolgt die Verheiratung von Klinge und den Griffmaterialien. Es gibt ganz allgemein zwei verschiedene Varianten, wie das passieren kann. Klassisch werden die Hefte gestiftet, also vernietet. Und heutzutage werden halt auch viele Modelle dann verschraubt. Hier sind wir eigentlich in meiner Lieblingsabteilung in der Fertigung, in der sogenannten Ausmacherei. Die Ausmacherei schleift die eigentlich fertig montierten Messer bei auf verschiedenen Schleifbändern und Scheiben. Und wie ihr hier sehen könnt, wird da aus einem ganz groben und eigentlich noch hässlichem, rauen, kantigen Messer aus der Produktion, was hier, man sieht es mit Kleberändern und ungleichen Schalenstärken, plötzlich ein Handschmeichler mit hochglanzpolierten Backen, ganz sanften Übergängen, die beigeschliffen werden. Und das Ganze passiert hier in fast 20 Arbeitsgängen in dieser Abteilung. Hier erfolgt der vorletzte Schritt in der Fertigung. Und das ist ein ganz wichtiger, denn hier wird das Messer tatsächlich geschärft. Das heißt, das Messer verfügt bereits über einen Grundschliff und jetzt wird die Schneide abgezogen am laufenden Band von beiden Seiten, sodass wir anschließend wirklich ein ganz scharfes und schnitthaltiges Produkt haben. So, hier sind wir in der letzten Abteilung angekommen und zwar in der Endkontrolle. In der Endkontrolle werden wirklich alle Messer einzeln per Hand kontrolliert und gereinigt. Das heißt auf Funktion, ob der Öffnungs- und Schließmechanismus einwandfrei funktioniert. Die Messer werden wirklich vollständig gereinigt. Die Klinge wird gerade bei Carbonstellen mit einer leichten Ölschicht versehen und anschließend werden die Messer dann verpackt und machen sich auf den Weg runter ins Lager. Ja, hier bei uns im Messershop in Solingen endet unsere kleine Tour durch unsere Manufaktur. Ich habe euch gezeigt, wie aus diesem Rohmaterial ein Messer von uns gefertigt wird im Schnelldurchlauf. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo, freuen wir uns über ein Like. Und in der kommenden Woche geht es weiter hier im Messershop mit meinem Kollegen Michael, der euch mal das Sortiment vorstellt. Das war's von mir. Bis dahin, ciao, euer Thomas.